kleiner Rotzlöffel, der mit Böllern spielt und das auf Kassette festhält. Das bin ich, mit ungefähr 10. Und das war meine erste Kamera. Also, fast. Eigentlich gehörte sie meinem Vater, aber egal. Die Kamera bedeutete das qualvolle Ende vieler Blumentöpfe meiner Mutter. Sie war aber auch der Beginn einer Leidenschaft. Der Zusammenhang sollte sich erst viele Jahre später zeigen. Das war geil! Aber zurück zum Anfang. Material, das aus gutem Grund nie für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt war, zeigt die ersten Gehversuche. Ein paar Actionfilme mit meinen Brüdern hier. Und Talkshows mit unseren Themen der Zeit da. Und heute im Programm haben wir, wie ein Jugendlicher auch ohne Abitur glücklich werden kann. Ich war wie besessen von der Idee, Filme zu machen und investierte alles, was ich hatte, in neues Equipment. Equipment, das heute, 15 Jahre später, keinen Cent mehr wert und museumsreif ist. Beim Sichten alter Kassetten entdeckte ich Material, dessen Existenz mir nicht mehr bewusst war. 13.08.2004, Brooklyn, New York. Diese Aufnahmen zeigen bestenfalls meine Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Ich war ständig unterwegs und schaffte es sogar, erste Kunden von meiner Arbeit zu überzeugen. Später kamen Musikvideos dazu. Und dann ging's richtig rund. Brooklyn to Germany, man. Shout out to JJ one more time. Während die meisten meiner Schulkameraden auf Partys waren oder zockten, spielte ich mit meinen Kameras und träumte davon, eines Tages als Filmemacher mein Geld zu verdienen. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Der Weg dahin war lang, voller Höhen. Das ist cool. Und Tiefen. Und vielen Erkenntnissen. In dem Geschäft schwimmt man eben mit verdammt vielen im gleichen Pool. Ein chinesisches Wellenbad, nur gefüllt mit Kameramännern. Und um da nicht mitschwimmen zu müssen, wurden eigene Projekte gestartet. Should be every radio station across America. I couldn't rest, I couldn't sleep properly. I was questioning myself all the time. Mit salziger Seeluft auf den Lippen beobachten wir die Sonne dabei, wie sie langsam untergeht. Ein ganz besonderes Projekt für mich sind die beiden Paderborn-Doku-Filme. Streiche, die waren so an der Tagesordnung. In denen alte Menschen in emotionalen Erzählungen über ihre Kindheit und Jugend berichten. Wir sind ja früher als Kinder stundenlang in der Pader rumgelaufen. Tagelang, wochenlang. Mit Badewasser getauft sind wir alle. Die Filme entstanden zwischen 2013 und 2015 aus der Idee, eine Kurzdoku zu drehen und entwickelten sich zu einem Mammutprojekt mit fast 3 Stunden Spielzeit. Ich hatte vorher keine Ahnung, wie viel Arbeit das bedeuten würde, konnte zum Glück aber meine Freunde Tim Bolte und Elke Kramer davon überzeugen, mitzumachen. Gemeinsam haben wir es gerockt. Besonders toll für den Zuschauer sind ja auch diese Aufnahmen von damals, die historischen Aufnahmen. Wie seid ihr an die denn rangekommen? Alles an Bewegtbild wurde uns privater Hand zugespielt, teilweise noch auf 16 oder 8 mm Rollen. Die Filme feierten grandiose Erfolge und machten die Premiere zu einem der schönsten Tage unseres Lebens. Tim und ich starteten gemeinsam durch. Dann ging Tim als Werbetexter nach Hamburg und ich wurde 2 Jahre lang als Kameramann für das ZDF, den WDR und Arte um die Welt geschickt. Zusammen mit meiner Redakteurin Ute de Groot drehten wir die Filme Hund und Mensch, Das Geheimnis einer Freundschaft und Herz aus dem Labor.
Neue Chancen für ein zweites Leben. Dabei lernten wir viele tolle Menschen kennen. Aber auch für internationale Unternehmen war ich ständig unterwegs. Ich drehte gemeinsam mit meinem Vater im Oman, in der Türkei und in China Imagefilme. Dann war es Zeit für eine neue Herausforderung. Fast alle Szenen sind abgedreht. Jetzt wird geschnitten. Es ist der erste Kinofilm von Julian Jakobsmeyer aus Paderborn. Und das hat ihn in einen Zustand zurückversetzt, weil er wirklich in Afghanistan war, den ich auch ein bisschen unterschätzt habe. Also wo er wirklich mit zu kämpfen hatte. Der Film kam sehr gut beim Publikum an. Und ich erfüllte mir nach so vielen Jahren endlich den Traum, einen eigenen Spielfilm zu drehen. Ein unbeschreibliches Gefühl, nach der harten Arbeit endlich Premiere zu feiern. Heute drehe ich noch immer Imagefilme und Werbevideos. Und wenn mir mal langweilig ist, dann müssen halt wieder ein paar Blumentöpfe oder Schoko-Weihnachtsmänner dran glauben. Manche Dinge ändern sich eben nie. Nur, dass es heute Teil meines Jobs ist. Ich bin mit der Kamera in der Hand aufgewachsen und will auch mit ihr alt werden. Immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen.